Ohne Unterschied des Alters und des Geschlechtes, der Herkunft und des Berufes steht das deutsche Volk im totalen Kriegseinsatz. Im Osten gilt es, gegen den anstürmenden Bolschewismus einen Verteidigungswall zu bauen. Hitlerjugend, Reichsarbeitsdienst und gewaltige Kolonnen der Arbeiter baltischer Gebiete schaffen ebenso wie die Frauen des Ostlandes an diesem Werk. Hier zeigt sich, dass der totale Krieg für uns keine Phrase ist und dass das deutsche Volk ein gewaltiges und bei vollem Einsatz seiner Kräfte unüberwindliches Kriegspotenzial besitzt. Viele Meter tief und breit zieht sich über Hunderte von Kilometern das neu geschaffene Grabensystem über das Land. Blick vom Flugzeug auf das Verteidigungswerk. Inzwischen tobt an der Ostfront zwischen der Ostsee und dem Nordrand der Karpaten eine Schlacht ohne Pause. Überall setzen unsere Divisionen den Bolschewisten einen sich immer mehr versteifenden Widerstand entgegen. Deutscher Ersatz rollt an die Front. Motorisierte Infanterie, Grenadiere, Panzer und Sturmgeschütze sind die Grundpfeiler des von Tag zu Tag sich verstärkenden deutschen Widerstandes. Eichenlaubträger SS-Sturmbannführer Meyerdress. Deutsche Artillerie, stärkere Kaliber und Panzerartillerie beschießen angreifende Sowjetpanzer. Schwere deutsche Panzer stoßen vor. Ein vom Bolschewisten zäh verteidigtes Dorf soll zurückgenommen werden. SS-Panzergrenadiere vor dem Sturm. Die letzten Meter vor dem heiß umkämpften Ziel. Das Dorf ist genommen. Seine Häuser stehen in Flammen. Treffer im Kochgeschirr. SS-Gruppenführer Gille, der Verteidiger von Kowel bei seinen kämpfenden Männern. Durch Funk sind deutsche Verstärkungen angefordert. Infanteriegeschütze und Infanterie gehen, unterstützt durch Panzer, zum Gegenangriff über. Erkannte Panzerbereitstellungen des Feindes werden von Artillerie und unseren Panzern unter Beschuss genommen. Mit starken Panzerkräften sind die Bolschewisten in eine Stadt eingedrungen. Sie stoßen hier auf erbitterten Widerstand unserer Soldaten. Innerhalb von 30 Minuten haben Panzer und Pack sämtliche eingebrochenen Stahlkolosse der Bolschewisten vernichtet und den feindlichen Einbruch bereinigt. Das ist die Durchschlagskraft unserer panzerbrechenden Waffen.
Ein Schluck in Hitze und Rauch. Diese Soldaten fühlen sich auch heute dem Gegner überlegen. Ihr Kampf ist von einem unerbittlichen Willen und von nie erlahmender Zuversicht getragen. Von der Invasionsfront. Die französische Miliz hat sich seit Beginn der Invasion vielfach im Einsatz gegen Terroristen bewährt. Beim Verhör gefangener Bandenmitglieder. Auf einer französischen Landstraße nach einem Überfall. Passanten und Fahrzeuge werden von deutscher Feldpolizei kontrolliert. In der Nähe der Straße wird ein Gehöft ausgehoben, dessen Besitzer den Terroristen Unterschlupf gewährte. Das Haus geht in Flammen auf. Französisches Falschgeld, das von den Amerikanern in Umlauf gesetzt wird. Auf den Landstraßen der Normandie marschieren deutsche Infanteriereserven in den Kampfraum. Volle Fliegerdeckung. Das amerikanische Bombengeschwader wird von einer hier eingesetzten Batterie des RAD unter Feuer genommen. Der Angriff ist vorbei. Der Nachschub rollt weiter nach vorn. Die Stellungen sind erreicht. Die Einheitsführer werden eingewiesen. Generalfeldmarschall von Kluge inspiziert einen Kampfabschnitt. Ein Posten hat die Annäherung feindlicher Panzer festgestellt. Sie werden unter Feuer genommen. Einige Panzer sind durchgebrochen und stehen unmittelbar vor unseren Stellungen. Infanteristen und Fallschirmjäger mit panzernahbekämpfungsmitteln greifen die feindlichen Panzer an und vernichten sie aus nächster Nähe. Ein unbekannter Grenadier, der innerhalb weniger Stunden 2 schwere amerikanische Panzerkampfwagen vernichtete und an einem Tage beide eiserne Kreuze erhielt. Eigene Panzer setzen zum Gegenstoß an. Trotz ununterbrochenen Bombardements und schwerstem Trommelfeuer wird im Raum des Invasionsgebietes Tag und Nacht gekämpft. Der Feind erleidet schwerste Menschen- und Materialverluste und erzwingt einen Einbruch nur unter größten Opfern. Die schweren Ausfälle bedingen ständigen Nachschub über den Kanal. Engländer und Amerikaner sind gezwungen, schon auf die Reserven anderer Armeen zurückzugreifen. Die Nachschubwege des Gegners sind gerade in der letzten Zeit besonders stark gefährdet durch den Einsatz der neuartigen Kampfmittel der deutschen Kriegsmarine. Im Vordergrund ein versenkter Kreuzer. Am Morgen des 3. August wurden in 4,5 Stunden ein 8000-Tonnen-Kreuzer, 3 Zerstörer, 2 Korvetten sowie 5 Transporter und ein großes Spezialschiff versenkt. Ein deutsches U-Boot auf Feindfahrt im Nordmeer. Uhr 38 Minuten. 3 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 Uhr 38 Minuten. 3
dritte Seewache sich klar machen, Anzug Lederzeug. Ja, das ist 25 Grad. Voranstehen auf die Brücke! Auf Steuerbord! Jetzt wieder Achse aus. Klar, das ist doch ein Zerstörer. Aufgefechtsstation! Beide Maschinen äußerste Kraft voraus! 5 Grad nach Backfurt gehen! Auf 40 Grad gehen! Auf 40 Grad gehen! Vor 1 bis 4 klar machen zum Überwasserschutz. Vor 1 bis 4 klar machen zum Überwasserschutz. Zug! Zug! Windows Tabero 1 ist Prowerk geöffnet! Stellungseinheit! Komm auf! 30 Grad den Kurs! 40 Grad, Rechtssteuer! Finger fertig! Finger fertig! Finger ist fertig! Finger! Okay. Los! Fuße gehabt! Alarm! Guten! Guten! Die jetzt mich holen. Ja. Ja. Sind Geräusch 90 Grad. Wohl gut. Auf Zero-Tiefe gehen. Hallo, um Hals. Ins Mitte. Irgendwo frei. Müll! Hier, Eddie, geh durch. Mensch, eine große Öllache. Da, wieder die Biene. Schneller positiv gehen. 1,5. Endschwung anstellen. Einwurf! Hey! Hast du gut hingekriegt, Kamerad. Handy. Boot hochziehen. Nichts mehr zu sehen. Klare machen zum Auftauchen. Ja, mach jetzt zum Auftauchen! Funkraum anschließend sofort Funkspruch abgeben. Auftauchen! 30 Meter und steigt! Ja. Anblasen! Anblasen! Sofort frei! Sofort frei! Sonne wird geöffnet! Sonne wird geöffnet! Also fest!
aufziehen, ausladen mit Diesel,